5 Mopeds, kaum Vorbereitung und ein großes Ziel. Von Eisenach bis in die hohe Tatra, 40 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit und mehr Pannen als Fahrzeit. Aber dafür ein Abenteuer voller unvergesslicher Momente. Wo Ersatzteile fehlen, beginnt die hohe Kunst des Fuschens. Mal gucken, wie wir das wieder repariert kriegen. Das schaffen wir auf jeden Fall. Ich meine, wir sind Profis in sowas. Ja, wir müssen jetzt eine offene Kette bei dem machen und dann hoffen, dass keiner die abkriegt. Meinst du? Jetzt machen wir hier irgendwas, was Filter drüber, eine alte Socke oder so halt. Da kommt schon ordentlich was durch. Da kommt richtig was durch, ja, das war... Ja gut, das sollte nicht so sein. Das ist ein bisschen scheiße gelaufen, würde ich sagen. Ratgeber präsentiert die Simson-Tour in die Tatra. Die Hängertragödie. Nach den morgendlichen Optimierungsmaßnahmen starten wir mit einem großen Ziel. Wir wollen mindestens 300 Kilometer schaffen und im Optimalfall die heutige Nacht in der sächsischen Schweiz verbringen. Doch als erstes steht etwas anderes auf der Agenda. Wir brauchen eine Tankstelle mit Toilette. Die müssen jetzt hier nochmal an der Tankstelle gehen, weil die nochmal scheißen wollen und keine Waldscheißer sind, was echt peinlich ist. Ja, das heißt, wir stehen jetzt noch mal kurz, bevor wir wieder in die Schlacht ziehen. Trotz Optimierungsversuch am Morgen ist Jonas Starr immer noch mit Abstand das leistungsschwächste Moped im Bunde. Und so entschließen wir, einen weiteren Verbesserungsversuch zu wagen. Alter, ich glaube, du kannst ja nicht ändern, das Ding hat einfach keine Leistung. Wegschmeißen. Kerze aufmachen, Bild angucken, Auspuff abmachen. Mach mal an, ich will mal den Auspuff hören. Kommt ein Pferd in eine Bar, sagt der Barkeeper, warum das lange Gesicht? Sagt das Pferd. Wir machen jetzt hier volle Bude. Das ist alles, was übrig bleibt. Jetzt machen wir hier irgendwas, was Filter drüber, eine alte Socke oder so halt. Oder was Dünneres. Eigentlich bräuchten wir ein richtig dünnes... Wir nehmen bald seinen Schlafsack. Ja, das ist das. Seht ihr den Sand? Seht ihr den Getriebesand? Dann kippen wir das nicht da rein. Doch, mach doch. Für einen Fünfer trinke ich's. Gib's doch nicht da rein. Ja, nicht. Also das ist ja unten abgesetzt, der Rest wird dann... Ist doch egal, hä? Ja, das kannst du weg. Ach, hier! Siehst du das, Noah? Siehst du das? Aha, was machen wir jetzt? Ne? Scheiße. Was machen wir jetzt? Also dem ist ja richtig ranzig. Du schielst doch. Ja, da ist ein bisschen. Da kommt schon ordentlich was durch. Da kommt richtig was durch, ja, das war... Wir lassen das Ding da so außen rumbaumeln einfach. Luftfilter-Tuning complete. Das hält auf der Socke. Ja, Ich mach das nochmal hier einmal rum. Wenn die Polizei uns anhält. Original. Warum ist denn die so laut? Entschuldigung, Herr Wachmeister, die Socke hat nicht so gute schalldämpfende Eigenschaften. Sehr, sehr produktive Aktivitäten während einer Reparaturpause. Wir lassen es einfach.
So, jetzt doppelte Socke, 72er Hauptdüse. Ja. Naja, also das ist jetzt so gut wie fertig und ja, wir packen dann jetzt hier gleich zusammen. Und dann geht's wieder los. Der meinte 3 Tage für 1000 Kilometer. Ich meinte, na Bro, er meinte doch easy, da ist sogar Zeit für Pan. Es ist 14 Uhr, sagen mehr oder weniger, Sie können doch sagen, am ersten Tag der Fahrt, wenn wir gestern 17 Uhr losgefahren sind, wir sind sage und schreibe 180 Kilometer gefahren. 70. Am ersten Tag. 170. Ja, 70. So, normalerweise wollten wir jetzt 300 gefahren sein. Und sie läuft schlechter als vorher. Wir haben es immer noch nicht geschafft, das Problem zu beheben. Es läuft nämlich jetzt noch schlechter als vorher. Er muss nämlich jetzt schieben. Also, hier sehen wir das exzellente Experiment, wie man ein Moped nicht repariert. Der junge Mann hat gedacht, wir machen jetzt die Leistungsperformance der Neuzeit. Nein! Wenn du den Schnitt hältst, bist du in einem Monat da. Komm, Junge! Push dich nochmal, die letzten Meter! Komm, bringt nichts, wir bauen jetzt einfach alles wieder zurück und dann fahren wir halt langsam. Jonas Stahl läuft genauso bescheiden wie zuvor. Dafür haben wir aber immerhin 2 Stunden wertvolle Fahrzeit am Straßenrand rumgestanden. Jetzt wird es endlich Zeit, ein paar Kilometer zu machen. Es geht, wenn auch langsam voran, und gegen Nachmittag erreichen wir das Erzgebirge. Wir gerade noch einen mächtigen Döner essen und jetzt ist Paul aufgefallen. bisschen viel. Hatten wir noch nicht. Selbst die waren sauer, dass ich großen Döner bestellt habe, weil die mehr Arbeit hatten und haben den Reifen aufgestochen wurde. Das ist wieder so eine Scheißarbeit. Reifen wechseln ist so eine richtige Scheißarbeit, Digga. Ja, Fickt euch! Ganz oft. Das Gute daran ist, ich bin der Kameramann, ich mache nicht mit. Aber immer die Frauen machen das. Nein, Ne? Jonas hat gleich die Leistung. Oh, jetzt will ich sehen, was macht er denn? Hoch illegales Tuning, ne? Für mehr Leistung einfach mal jetzt eine Bosch-Zündkerze reinschrauben. Statt der Gusen Isolator? Oh. Das ist doch verboten, das darf man doch gar nicht. Junge, die ist cool, rabenschwarz. Ja. Das Geld ist klein. Also, Wie? Was würdest du was machen? hast du drin? Eine 55er Hauptdüse. Ja. Meine Überlegung ist, die Standgasdüse runterzumachen. Ich habe eine 35er mit. Ja, Da dann ist habe eine ich 40er drin. Du musst den Benziner noch zumachen. auch gut. Ja, ein bisschen Gewindesand ist drin, Herrgott. Das braucht man. Für die Performance. Das geht schon, oder? Wenn man den so reinfuckelt. Ja, der will rein, das sehe ich doch. Ich hab nicht, dass da Luft drauf. Doch, okay, doch mehr als gedacht. Boah, stimmt Aber es ist halt auch nichts Großes, weil er war ja nicht direkt glatt, weißt du, wie ich meine? Obwohl du gefahren bist. Ja, es wird ein ganz Also es wird halt irgendwie so ein relativ kleines sein, was halt einfach... ist gar nicht kaputt, hat irgendwie das Ventil aufgedrückt. Paul, was ist dein Guess? Wie viele Schläuche werden wir jetzt kaputt machen, bis einer die Luft holt? Also, ihr seid ja eigentlich Profis darin. Ja, aber das ist wirklich so ein Ding, da kann, also nur weil ich das oft gemacht habe, heißt es nicht, dass ich habe so eine 2:1 KD so. Stimmt, jetzt wird wieder auf der Felge getanzt. Geiler Typ.
Und plopp. Wow. Und jetzt gleich wieder einen 10 Kilometer Platten haben. Jetzt aufpumpen und gar keinen Druck Kein drauf Platten, kriegen. sondern Steifen. Das gibt's doch nicht! Was denn? So eine Kreissäge hast du da. Das hört sich an wie so ein Laubbläser. Ich glaube, du musst noch mal aufmachen, oder? Hätten wir es so gelassen. Never change a running system oder so, hat's War gehießen. das nicht so, Paul, dass man eigentlich, wenn man zu viel Sprit hat, eine größere Düse reinmachen sollte? Am besten verdoppelst immer. Gleich kriegt er einen Krampf. Komm, lass es raus. Was? Geht ab, Junge. Nichts Neues. Wie immer, ne? Aufschrauben, dann Was haben wir jetzt drin? Düse wechseln. Und jetzt den Short nehmen. Aus der Vergaser. Ja, wir haben jetzt 55er Hauptdüse und 40er Leerlaufdüse. So wie Hast du jetzt wieder eigentlich- kleiner gemacht? Nee, gerade eben war kurz, der Test war gerade mit einer kleineren mit 35. Ach so. Und dann hat es direkt schon wieder gar nicht funktioniert. Paul, dein Rad ist schräg. Aber hä? Warum ist das so weird? Bitte komm. Nimm die Scheißkamera! Nimm die Scheißkamera! Freistellung, kleiner Nimm deine Scheißkamera! Nimm die Scheißkamera in die Hand und lass es mich machen! Du machst mich aggressiv, Junge! So was Beschissenes habe ich in meinem Kackleben noch nicht gesehen! Die Muscle Memory muss erstmal wieder kicken. So. Erst hier oben rein. Bremskabel, verpiss dich! Ist das hier drüben wieder draußen oder warum ist das so eng jetzt? Wenn du so weitermachst, hat Jonas seinen Star auf 60 km/h aufgegeben. Das wird nie passieren, darüber mache ich mir keine Angst. Wie doll. Paul, dein Rad ist schon ja, schon so. Also ich hau mit dem Hammer manchmal drauf, aber da kriege ich immer Ärger. Einfach so gut Handwand. Ja, das reicht. Und glaubst du, es hat sich was verändert? Nö. Ich habe ja auch nichts verändert. Ich habe jetzt wieder eine halbe Stunde rumgeschraubt, aber letztlich sind wir Das, was wir immer noch nicht gemacht haben, deine Achse zentriert. Gut, dass die einfach. Ja gut, das sollte nicht so sein. Das ist ein bisschen scheiße gelaufen, würde ich sagen. Scheiß drauf, Digga. Komm, wir müssen... Hast einen Reifen verloren! Alles gut? Ja, wir müssen das Hast Ding du mal nicht schnell... gemault? Nein, überhaupt nicht. Alter, gar nicht. das ist natürlich eine krasse Leistung. Problem ist der Anhänger. Ja, warte, ich zeige jetzt nochmal genau, was passiert ist. Also, die Anhängerkupplung ist ein bisschen verbogen. Die Anhängerkupplung ist komplett verbogen. Hier ist das Ding gebrochen. Der Dings. Wir müssen Der halt ist mal. gebrochen. Ach, der fällt gleich ab, Digga. Ja, das ist das Problem. Wir können nicht weiterfahren so. Ne, wir müssen halt hier so irgendwas reinschweißen, von hier nach hier. Wir müssen hier so einen Winkel reinschweißen, dass es hält. Und das halt hier auch eine Schweißnaht drauf. Ja, aber die Frage ist, wie lange, also bis wohin kommen wir noch? Keine Ahnung. Und sonntags haben wenig Leute mit Schweißgerät offen. Also das Zeug drauf geblieben ist. Zeug von guter Ladung Hey, steht das auch. Licht geht noch. Ohne Scheiß, das Zeug ist einfach noch drin. Ja, keine Ahnung. Aber das sind Bierdosen, wir müssen das eigentlich mal nachgucken. Ja, komm, wir machen auf. Die Akkubox verlaufen. Digga, dass das nicht schon früher passiert ist, ist wirklich, also nicht mal auf so einer huckeligen Strecke, wo der immer hochhüpft dabei. Einfaches haben, Platten wie ich oder so? Ey, ungelogen, ich wusste, dass das passiert. Nachdem ich dich heute Mittag gesehen habe, wie du durch das Schlagloch gejuckt bist und der Hänger 20 cm abgehoben ist. Sie konnte uns aber weiterhelfen. Die meinte, da unten an der Gaststätte, da sollen wir hin. Was ist Die da? haben alles. Ja, da wir eh nicht weiter können, Stößchen. Erstmal ein richtig schönes Wichsmüller. Jeder weitere Meter mit dem Anhänger wäre einer zu viel
Doch zum Glück spielt uns das Schicksal in die Karten und nicht einmal 100 Meter vom Unglücksort entfernt finden wir unsere Rettung. Ich crawle rein nach links und ich auf einmal nur so an meinem Arsch merke so, Scheiße, der Anhänger ist weg. Und dann lag er halt auf dem Kopf. Also, ja. Ich habe angehalten. Wo hast du das gemacht? Und 100 Meter dort. Oben. vor den Leuten mit dem 200 Schweißgerät. Nachdem uns der Anhänger geschweißt wurde, bot uns der Betreiber der Pension Waldschenke an, auf ihrem Wohnmobilplatz zu übernachten, was wir gerne annahmen. Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe und die tolle Gastfreundschaft. Heute haben wir nur die Hälfte der geplanten Strecke geschafft und 2 Pannen gehabt. Hoffentlich wird das morgen besser. Fortsetzung folgt. Kein Anfänger. 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 Anfänger.